Hi Leute und willkommen bei Rollerfix. In diesem Video schauen wir uns das Carpurite 702S Pro an. Das ist das aktuellste Plug-and-Play-Gerät von Carpurite, ein Multimedia- und Navigationsgerät für Motorräder und Roller. Was heißt Plug-and-Play? Das heißt, es ist ganz einfach anzuschließen mit einer speziellen Halterung an den Lenker und Strom bekommt es einfach aus einer USB-Buchse oder direkt von der Batterie. Das Gerät wurde mir für dieses Review zur Verfügung gestellt von Carpurite. Die Voraussetzung von meiner Seite aber aus war, dass mir nichts vorgeschrieben wird, was ich zu sagen habe, sondern dass ich ein ehrliches Review veröffentliche. Und damit hatte Carpurite gar keine Probleme, was schon mal ein gutes Zeichen ist. Also fangen wir direkt an und wir schauen uns erstmal die Verpackung an. Man kann hier direkt sehen, das ist ein wasserfestes Gerät. Es ist IP67 zertifiziert, das heißt, es ist staub- und wasserfest. Es hat CarPlay, Android Auto und Bluetooth. Bluetooth kann man angeblich zwei Geräte gleichzeitig anschließen. So kann man Intercom zwischen den Helmen verwenden und gleichzeitig auch Musik hören. In der Verpackung haben wir gut verpackt, schön geschützt. Direkt oben das Gerät und es ist direkt hier mit Kabel angeschlossen. Das schauen wir uns sofort an. Es ist ein 7 Zoll IPS-Display, das heißt, es muss mit Motorradhandschuhen bedienbar sein. Das werden wir im Laufe noch prüfen. Es verfügt über einen Helligkeitssensor hier für die automatische Helligkeitsanpassung des Displays. Es soll mit Sprachsteuerung bedienbar sein, zum Beispiel für Navigation, Telefonate oder Musikwiedergabe. Und es hat einen Kompass, ein Barometer und ein Neigungsmesser, weil es ja speziell für Motorräder gemacht ist. Dann haben wir hier direkt den Anschluss, um das Gerät an die Batterie anzuschließen. Hier einmal an Rot und an Schwarz. Hier ist eine Sicherung drin. Das finde ich ganz gut. Das schützt unsere Elektronik und das Gerät gleichzeitig. Ist gut gedacht. Und wir haben hier eine kabelgebundene Steuerung. Und wie das funktioniert, schauen wir uns gleich an. Dann schauen wir uns an, was noch im Lieferumfang ist. Hier ein USB-Anschluss. Wir können das also entweder direkt an die Batterie anschließen, wer keinen USB-Anschluss hat, oder wir schrauben das ab an der Stelle und schließen das mit USB an. Ich denke, ich werde das bei mir mit USB anschließen, probiere aber auch die Funktion mit der Batterie aus. Dann haben wir hier drei Befestigungsmöglichkeiten. Einmal mit so einer Manschette am Lenker. Dafür gibt es auch so Unterleggummis, damit man an verschiedenen Durchmessern, Lenkerdurchmesser befestigen kann. Dann kann man hier so ein Zwischengelenk verbauen. Das kommt an den Lenker. Dann kommt hier so ein Zwischengelenk, beweglich. Und hier dann das Navigationsgerät. Dann kann man es auch sehr variabel bewegen. Und es ist etwas weiter dann durch dieses Gelenk vom Lenker entfernt. Zweite Befestigungsmöglichkeit wäre, diese Kugel hier abzumachen oder eben diese und dieses Gelenk, diese Manschette am Lenker und das direkt dran. Oder die dritte Möglichkeit wäre, das hier fest am Lenker zu verbauen, die Kugel hier rauszunehmen und statt der Kugel das hier fest so anzubringen. Dann wäre die Kugel nicht da. Das wäre eher, glaube ich, die starrere Möglichkeit. Aber das sieht für mich auch nach der stabilsten aus. Aber dadurch, dass hier die Befestigung recht breit ist, haben wahrscheinlich nicht alle Lenker, ich glaube meine auch nicht, den Platz dafür. Dann haben wir hier noch eine zusätzliche Sicherung. Wir haben ja gesehen, hier ist eine Sicherung verbaut zum Schutz der Elektronik. Und eine zusätzliche Sicherung, ich hoffe, man wird sie nicht brauchen. Und zuletzt eine Bedienungsanleitung, aber ich glaube, die ist nur auf Englisch. Ja, die ist nur auf Englisch, aber wie man das anschließt, zeige ich euch ja. Dann braucht man eventuell die Bedienungsanleitung gar nicht. Dann haben wir hier noch auf der Rückseite so ein Päckchen geklebt mit zwei Schlüsseln. Die Schlüssel sind zum Entfernen des Geräts von der Halterung. Dann kann man die Halterung einfach am Motorrad oder am Roller lassen und nur das Gerät wegnehmen, wegpacken. Dann bleibt nur noch die Halterung an der Maschine dran. Und wenn man dann weiterfahren möchte, dann einfach draufdrücken
und es ist wieder fest installiert. So, dann zeige ich euch ein paar Sachen in der Bedienung. Wenn man einmal Bluetooth verbunden hat, ich habe jetzt ein Android-Handy, startet automatisch Android Auto. Das habe ich jetzt gerade beendet, den Modus. Man kann es aber auch manuell hier drüber starten. Wie ihr übrigens seht, habe ich den ja nicht montiert. Der funktioniert jetzt gerade einfach von so einer Powerbank. Also wer möchte, kann sich eine Powerbank nehmen und das auch auf dem Fahrrad montieren. Dann würde es auch funktionieren. Ist einfach mit USB verbunden. Und dann kann man aussuchen, ob man die Karte im Vollbildmodus sehen will oder ein Splitscreen, das heißt geteiltes Bildschirm. Zum Beispiel mit Spotify an der Seite. Es muss schon bewusst sein, dass die ganzen Apps, wie zum Beispiel Google Maps, Spotify, nicht auf diesem Gerät installiert sind. Das Gerät hat nur Apple CarPlay und Android Auto. Das heißt, sie spiegeln nur das wider, was auf dem Handy passiert. Dementsprechend ist die Bedienung an diesem Gerät. Man kann zum Beispiel im Google Maps nicht problemlos hineinzoomen, herauszoomen. Die ganzen Funktionen von Google Maps sind einfach nicht da, wenn man das auf dem Gerät bedient. Aber funktioniert problemlos, wenn man die Navigation auf dem Handy eingibt oder die Adresse auf dem Handy sucht, rein und rauszoomt und das Gerät dann nur als Navigation verwendet. Genauso verhält es sich mit Spotify. Wenn man in Spotify reingeht über das Gerät, Spotify ist ja nicht drauf installiert, merkt man so kleine Ruckler, genauso wie bei Google Maps übrigens. Da ruckelt es auch ein bisschen und hakt ein bisschen. Und bei Spotify zum Beispiel, wenn man versucht zu scrollen und nur ein paar Lieder, also langsam scrollen, ein paar Lieder nach unten oder nach oben wischen, dann passiert es manchmal, dass Spotify unkontrolliert beginnt zu scrollen. Das liegt halt auch daran, dass Spotify nicht auf diesem Gerät installiert ist. Also am besten, wenn man Musik einstellen will oder Navigation einstellen will, das auf dem Handy machen und das Handy dann wegpacken, dann funktioniert das auf diesem Gerät auch tadellos. Dann kommen wir einmal zu der Bedienung über diese kabelgebundene Fernbedienung. Es hat nur 3 Tasten, hat auch nicht viele Funktionen. Die obere Taste ist zum Entgegennehmen der Anrufe und wenn man sie etwas länger hält, zum Beispiel 5 Sekunden lang, geht das Gerät aus. Genauso schaltet man das Gerät ein durch etwas längeres Festhalten. Die mittlere Taste ist zum Auflegen oder zum Beispiel, wenn es mit dem Android Auto verbunden ist. Okay, das dauert ein bisschen, bis Bluetooth automatisch angeht. So, jetzt. So, wenn wir im Android Auto sind, kann man damit die Anrufliste hervorrufen. Mit der unteren Taste, der Home-Taste, kann man entweder ins Hauptmenü gehen oder eben eine wichtige Funktion bei Regen, etwas längeres Festhalten, sperrt das Bildschirm, so dass die Regentropfen, das Bildschirm kann so gut sein, wie ihr möchte, auch bei High-End-Handys. Wenn da Regentropfen aufs Display fallen, fängt das an zu scrollen, zu Tasten zu drücken und. Und die Funktion verhindert eben, wir sperren das Bildschirm und wenn es regnet, bleibt die Navigation ungestört und das Gerät wird durch die Regentropfen nicht fehlbedient. Und wieder durch längeres Halten können wir das wieder entsperren. Was Einstellungen angeht, gibt es hier nicht viel. Man kann Sprache einstellen, Werkseinstellungen zurücksetzen, Systeminformationen anzeigen lassen und dann 2 Sachen, die auch in der Bedienungsanleitung nicht stehen, was genau das ist. Dafür braucht man einen Netzwerkzugriff. Ich habe schon versucht, mich damit zu verbinden und ein Update zu machen. Irgendwie hat das nicht so gut funktioniert. Also ich kann nicht genau verstehen, wofür das da ist. Es lädt irgendwas runter, installiert das aber nicht. Das Verbinden der beiden Headsets hat nach ein paar Versuchen doch funktioniert. Wie man sieht, heißen sie genauso, weil sie vom selben Hersteller sind. Ich wollte aber unbedingt, dass mein Headset an Stelle 1 kommt, weil wenn man das Gerät während der Fahrt zum Beispiel mit Sprachsteuerung bedienen möchte, Navigationsziel ansagen, dann hört es immer auf das Headset, was unter Nummer 1 steht. Danach hat es aber gut funktioniert, beide Geräte verbunden.
Bei beiden Geräten konnte man sehr synchron die Musik hören. Auch das Intercom oder das Umschalten vom Musikmodus zu Intercom hat auch sehr gut funktioniert, problemlos. Was ich schade finde, ist, wenn ich dasselbe mit dem Handy mache. Sobald ich in den Intercom-Modus gehe, wird die Musik pausiert. Man kann sich unterhalten und wenn man den Intercom-Modus verlässt, spielt die Musik ab dem Punkt weiter, wo man sie gestoppt hat. Hier läuft die Musik im Hintergrund weiter. Man hört sie nicht, aber man sieht in dem Modus, hier in dem CarPlay-Modus, sieht man, dass die Musik weiterläuft. Dann finde ich hier noch die Option der automatischen Beleuchtungseinstellungen ganz nett. Man kann das zwar auch manuell machen, die Beleuchtung runter und hoch drehen, aber wer macht das schon während der Fahrt? Man kann die Beleuchtung einfach auf automatisch einstellen und dann kann man sehen, wie er selbst regelt. Jetzt stehen hinter mir natürlich die Beleuchtung für die Videoaufnahme, deswegen regelt er die Helligkeit hoch. Man kann hier aber den Sensor mit dem Finger zumachen, als würden wir in den Tunnel reinfahren. Und dann sieht man, dass er die Helligkeit nach und nach an die Beleuchtungsbedingungen anpasst. Dann fahren wir wieder aus dem Tunnel raus. Jetzt will man das natürlich nicht die ganze Zeit auf dem Display haben. Man kann es auch wegblenden lassen, aber dann kann man trotzdem sehen, wie er von ganz hell nach und nach auf etwas dunkler bzw. ganz dunkel regelt, je nach Beleuchtungsbedingungen. Dann gehe ich direkt nach unten und installiere das auf meinem SymJet 14125 Kubik. Das ist ein Roller und dann schauen wir uns direkt an, ob dieses Plug-and-Play-System wirklich zu jedem beliebigen Roller oder zu jeder beliebigen Maschine passt. So, ich will nicht, dass die Navi den Tacho verdeckt. Deswegen habe ich mir gedacht, das Gerät hier irgendwo mittig zu platzieren. Wir haben hier für diese Manschette so Unterleggummis, um am Lenker zu befestigen. Die legen wir so rein. Ist immer noch locker. Man kann hier aber noch weitere Gummis unterlegen. Die etwas schmaleren, die gibt es auch ein paar. Ja, und das reicht. Das reicht definitiv. Dann kommt hier einfach eine Schraube. Die Schrauben sind auch beigelegt. Und ein Inbusschlüssel ist auch im Lieferumfang dabei. So, ich will es vorher erst nicht ganz fest ziehen. Dann kommt die Kugel hier in das Gelenk. Und hier auf der anderen Seite. So. Dann drehe ich das mal so. Seht ihr, das kann man dann direkt mittig platzieren. Das kann man drehen, wie man will. So fein justieren kann man das, wenn das Gerät schon dran befestigt ist. Das werde ich dann gleich auch machen. Und das Gerät wird hier einfach eingeknackt. Zack. Und schon ist es befestigt. Ich denke mal, hier die Bedienung werde ich eher nicht brauchen. Das kann man ja sehr gut einfach mit Handschuhen betätigen, also das Display. Deswegen werde ich das hier abmachen. Kann man einfach abschrauben, rausziehen. Was ich hier komisch finde, ist, dass diese Verschlusskappe hier drauf geht. Bei dem Teil, was man eigentlich, wenn man es nicht braucht, packt man das ja weg und dann liegt es irgendwie zu Hause. Und hier dieser Verschluss, der am Roller bleibt, der ist dann nicht wassergeschützt. Das ist komisch, dass die Kappe halt nicht hier drauf ist. Dann habe ich ja gesagt, dass ich das Gerät bei mir einfach an die USB-Buchse anschließe. Dann ist mir aber aufgefallen, dass bei mir das USB mit dem geschalteten Plus funktioniert. Das heißt, ich bekomme nur Strom, wenn die Zündung an ist. Und das will ich halt nicht. Ich will hier Dauerstrom haben. Wenn ich zum Beispiel an einer Raststätte einen Zwischenstopp eingeben muss oder sich den weiteren Weg anschauen muss, dann will ich nicht noch Zündung anmachen müssen, damit das Licht, was automatisch angeht, noch an der Batterie zieht oder den Motor laufen lassen. Dann will ich einfach das Gerät einschalten, ohne den Roller einschalten zu müssen. Das heißt, das werde ich hier abmachen und das Gerät direkt an die Batterie anschließen. Und dann prüfen wir gleich, ob das Gerät Strom zieht, wenn es ausgeschaltet ist. Ob es denn auch für Roller passen würde, die
die Batterie hinten im Helmfach haben. Es gibt ja Roller, die hier zum Beispiel die Batterie haben. Also ich würde sagen, in den meisten Fällen sollte das auch bei solchen Rollern ausreichen. Die Kabellänge ist ja okay, man legt ja keine Luftlinie, aber über den Fußraum sollte es trotzdem ausreichen. So, jetzt habe ich das bei mir hier durchgezogen. Dann musste ich hier nur ein paar Schrauben lösen. Hier waren 3 Schrauben, um das Kabel hier zu empfangen. Und das kann man jetzt einfach nach oben hier durchziehen und dann hier raus. Aber das muss natürlich nicht sein, wenn ihr zum Beispiel ein Motorrad habt, was eine USB-Buchse direkt hier am Lenker hat. Das haben ja viele, oder am Tank. Da kann man einfach per USB anschließen. So, jetzt haben wir es hier durchgezogen. Ich würde jedoch empfehlen, das nicht einfach so zu lassen, sondern wo ihr könnt, wo ihr noch rankommt, das Kabel, was ihr gerade durchgezogen habt, mit Kabelbindern zu fixieren. Zum Beispiel an anderen Kabeln oder am Rahmen, so dass es nicht irgendwo stecken bleibt, irgendwo scheuert, sondern sauber verlegt ist. So, dann schließe ich hier Rot an Plus an und Schwarz an das Minus, also an Masse. Man muss die Schraube eigentlich nur ganz leicht lösen, muss ich nicht ganz abschrauben. Der Anschluss hier ist sehr schmal, der passt dann drunter. Und das war's auch schon. Dann kann man das hier einfach anschließen und das springt direkt an. So, jetzt interessiert uns natürlich, ob das Gerät auch Strom zieht, wenn es dauerhaft an eine Batterie angeschlossen ist und ausgeschaltet ist. Wir machen das jetzt erstmal an. Und jetzt, wo das Gerät eingeschaltet ist, schauen wir, wie viel Strom hier fließt. So 0,47 Ampere, also 470 Milliampere. Jetzt machen wir das Gerät aus. Wenn ich den Knopf treffe, da. Ich glaube selber nicht, aber es scheint hier kein Strom zu fließen. Kommen wir zu dem Touch-Display, was mit Motorradhandschuhen bedient werden kann. Meine Frau hat zum Beispiel so Motorradhandschuhe, die mit Touch-Funktion ausgezeichnet sind. Das heißt, mit denen kann man das Display gut bedienen. Ich habe im Gegensatz dazu ganz normale Lederhandschuhe, auch Motorradhandschuhe, aber ohne separate Touch-Funktion. Das ganz normales Leder, halt mit Verstärkung. Und dennoch lässt sich das Display auch damit bedienen. Ich verwende das Gerät jetzt seit circa 2 Wochen und ich muss sagen, für die nächste und alle darauffolgenden Touren wird das definitiv dabei sein. Nicht wegen des umfangreichen Funktionsumfangs. Das ist natürlich kein Tablet, was eigenständig funktionieren kann mit Apps, Navi und so weiter. Das braucht schon eine Verbindung zum Handy, um die wesentlichen Funktionen zu haben. Apple CarPlay oder Android Auto. Klar, man kann da über eine SD-Karte Musik mitnehmen, aber wer macht das heutzutage, wenn es zum Beispiel Spotify oder YouTube Music gibt? Aber zumindest für mich braucht es keine vielen Funktionen. Wenn ich fahre, will ich meine Navi haben, will ich meine Musik haben und das reicht auch schon fast. Und natürlich das Riesendisplay, wo man sich nicht drauf fokussieren muss, um kleine Schrift zu lesen, wie das mit dem Handy der Fall ist. Weil hier einfach alles groß dargestellt wird. Man kann bei allen Lichtbedingungen das Display sehr gut sehen. In der Nacht blendet es nicht. Bei Sonnenlicht ist es hell genug, um da drauf alles zu sehen. Das Problem hatte ich zum Beispiel mit meinem Handy, dass wenn ich so eine helle Kleidung trage, dass ich kaum noch was ablesen kann, weil es so stark spiegelt vom Display. Hier gar kein Problem. Hier ist das Display deutlich heller als auf dem Handy. Und obwohl man die Verbindung zum Handy braucht, um das Gerät vollständig nutzen zu können, leidet das Handy eben nicht. Das Handy wird nicht den Wetterbedingungen ausgesetzt, das überhitzt nicht, die Batterie leidet nicht, muss nicht mehrmals geladen werden, weil das Gerät funktioniert ja ohne Batterie, nämlich von der Maschine, also vom Motorrad oder vom Roller direkt. Das heißt, das Handy kann einfach in der Tasche bleiben und man nutzt die Funktion über CarPlay oder Android Auto einfach an diesem Gerät hier.
Und klar gibt es natürlich Geräte mit anderem Funktionsumfang, mit höherem Funktionsumfang, aber dann kosten die Geräte halt auch mehr. Und apropos Kosten, wie sich für so eine Kooperation natürlich gehört, bekommt ihr einen 30% Preisnachlass mit dem Code Rollerfix. Den Code werde ich auch in die Videobeschreibung packen, zum einfach rauskopieren. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben sehr freuen. Ihr könnt selbstverständlich kostenlos den Kanal abonnieren, um weitere Videos und Tipps nicht mehr zu verpassen. In diesem Sinne, tschüss und gute Fahrt.